Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, wir haben mal wieder ein interessantes Projekt für euch gefunden, beziehungsweise es ist mehr oder minder eine App aktuell, aber es steckt halt eben also es stecken andere Projekte mit dahinter, beziehungsweise andere Möglichkeiten. Und das möchte ich mir heute mit euch mal gemeinsam anschauen, weil ich finde es relativ interessant. Ich habe auch davon, ehrlich gesagt, vorher noch nichts gehört, obwohl es 3,5 Millionen Kunden in Anführungsstrichen haben soll. Aber wie gesagt, wir gucken uns jetzt das Ganze mal an. Genau, und zwar auf der Seite ice.io gibt es eine App beziehungsweise die dezentralisierte Zukunft. So sieht das Ganze aus, habt vielleicht schon ein Vorschaubild gesehen. Und so sieht das letztendlich auch bei euch dann auf dem Handy aus. Also es ist eine App, die aktuell im Google Play Store zu beziehen ist. Die APK könnt ihr ziehen. Und wenn ihr zum Beispiel ein iPhone benutzt, wenn ihr auf Register geht, dann könnt ihr das halt eben auf dem iPhone im Browser nutzen, Safari zum Beispiel, als Web-App. Das funktioniert auch, ist also demzufolge auch mit allen gängigen Modellen momentan kompatibel. Ja, und funktioniert eigentlich bei fast jedem Smartphone. Ja, wollen wir das mal ganz kurz gucken, was das überhaupt ist. Ice, ne? Also ice.io ist die Seite. Den Invite-Code, also ihr braucht eine Einladung dazu, habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt, beziehungsweise im ersten Kommentar draufklicken und los geht's. Ja, Ice ist die neueste digitale Währung, die Sie kostenlos mit Ihrem Handy surfen können. Ich sag's mal so, mit dem Surfen ist das ein bisschen übertrieben gesagt. Also ihr müsst alle 24 Stunden einmal auf den Mining-Button klicken. Mehr müsst ihr nicht tun. Und dann bekommt ihr halt eben eure Rewards, wie viel ihr damit verdient am Tag. Gucken wir uns natürlich auch gleich an. Ist auf jeden Fall sehr interessant, weil es wird auf Börsen gehandelt. Das heißt, ihr könnt diesen Ice-Token quasi auch veräußern, in Euros umtauschen, andere Kryptowährungen, Bitcoin, whatever. Ja, das Projekt Ice soll das Vertrauen digitaler Vermögenswertung wiederherstellen, ein echtes Gemeinschaftsgefühl für Nutzer schaffen, die nicht finanziellen Mittel verfügen, Bitcoin zu schaffen oder einfach zu spät ins Spiel einsteigen. Naja, das ist immer so ein bisschen, das geht so ein bisschen Community, gucken wir uns auch gleich nochmal an, was alles dahinter steckt. Letztendlich wird es halt eben so eine Kombination aus, man hat eine Community, sowas wie Instagram, hat dann halt eben noch seine Wallet mit dabei und so weiter und so fort. Aber Features kommen natürlich auch gleich. Hier sind nochmal ein paar kleine Erklärungen mit dazu, unerfalltes Wachstum. Am 7. Juli 2023 das Projekt gestartet haben, wohl aktuell knapp 3,5 Millionen Nutzer ja, zusammenwachsen. Hier ist wieder dieser Community-Ansatz dabei und Wissensdatenbank. Das heißt, man wird halt eben auch in diese Richtung gehen, in die Queries sozusagen. Ja, das sind halt eben solche Features, was halt eben die App bzw. das Projekt mitbringt. Hier gibt es nochmal ein Video, wo das Ganze erklärt wird. Ja, ihr könnt es euch in Ruhe anschauen. Ja, beziehungsweise informiert euch bitte selbst. Ja, Produkthand, Platz Nummer 1, haben sie mit ihrer App quasi sowas in der Richtung gewonnen. Ja, die digitale Währung, die sie mit ihrem Handy surfen können. Also hier steht es nochmal klipp und klar da. Kostenloses Mining mit ihrem Telefon. Also Mining ist mehr oder minder ein Stück weit übertrieben, weil richtiges Mining findet definitiv nicht statt. Keine Ressourcen oder Batterieverbrauch. Also es wird halt eben, geht auch nicht von auch ein Akku, dezentrales Netzwerk, also dezentrales Netz ist logisch. Ne? Und verfügbar für Android und iOS. Das heißt, auf eurem normalen Samsung oder whatever, was ihr habt, funktioniert. Und iOS geht aktuell nicht. Das heißt, das ist dann nur die Web-Applikation. Funktioniert aber trotzdem. Ich habe mir das mal bei mir installiert, beziehungsweise installiert. Es läuft bei mir auf Safari. Geht aber letztendlich genauso wie in der App, sieht auch genauso aus. Ja, alles, was Sie brauchen, ist eine Einladung von einem bestehenden vertrauenswürdigen Mitglied des Netzwerks. Das bin dann wohl ich. Das heißt, ich packe euch, wie gesagt, den Link in die Beschreibung unten rein und dann ladet ihr euch das runter und dann geht es sozusagen schon los. Ja, hier wird es nochmal erklärt. Laden sich Freunde, schaffen Sie Ihre Micro-Community. Ihr kriegt natürlich 25% Bonus, wenn ihr andere damit werbt sozusagen. So möchte die Plattform sicherstellen, dass ihr auch, beziehungsweise dass auch Mitglieder dazukommen. Ja, mit 5 Sternen ausgezeichnet auf Trustpilot. Wir haben ja schon mal geguckt. Wir haben uns jetzt nur erstmal explizit die deutschen Bewertungen rausgesucht, sozusagen. Ja, die erste Bewertung, die sieht mir relativ nicht so gut aus. Ich sag's mal ganz einfach so. Achso, Bonuscode hat hier mit reingeschrieben. Ja, ja, complete. Know your customer verification. Das ist keine deutsche Bewertung aus Indien, aber es ist so, muss ich euch gleich vorweg sagen, wenn ihr damit macht, ihr eure Coins schürft, die auszahlt, müsst ihr Know Your Customer machen. Das geht über die App relativ einfach und da bekommt ihr das auch. Das ist aber heutzutage ganz normal Know Your Customer, dass ihr das machen müsst. Ja, der nächste hat mit Eis relativ gute Erfahrungen gemacht.
Ziemlich interessantes gespannt. Bin gespannt auf 10, 2024. Ja, soweit alles okay. Bisher bin ich zufrieden. Ja, Tempo des Projekts ist schnell. Super, danke. Und so weiter und so fort. Also im Groben und Ganzen gibt es halt relativ viele positive Bewertungen. Es gibt aber auch negative Bewertungen. Das heißt, wenn ihr da wirklich mal euch belesen wollt, guckt es euch auf Trustpilot einfach mal an. Da findet ihr halt eben die ganzen Bewertungen. Es gibt halt eben auch ein Sternbewertung, wo halt eben drin steht, ja, es ist nur Scam, die wollen nur eure persönlichen Daten, sogar zweimal drin. Ja, unable to log back to my account. Das haben einige, die haben das Problem, dass sie sich nicht mehr anmelden können. Ja, da einfach mal einen Support anschreiben, wenn irgend sowas ist. Aber überwiegend sind die Bewertungen positiv bei dieser Plattform. Die andere Seite ist, ob diese Bewertungen jetzt alle echt sind, weiß ich halt eben nicht. Ihr wisst heutzutage, wie es ist, dass auch Bewertungen krumm gefaked werden. Ja, um nochmal in diesem ganzen System weiterzumachen, also das ist ein Open Network, ION, revolutionäre Blockchain-Initiative. So soll das Ganze aufgesetzt werden, beziehungsweise ist es auch mit Chat-Funktionalität. Hier, das sind so ein bisschen die Key-Features, was halt eben das ganze Netzwerk mitbringt, also ICE.io. Das heißt, die möchten eine dezentrale digitale Identität, die sogenannte ICE-ID. Dann gibt es die dezentrale sozialen Medien, das hatte ich ja eben schon gesagt, so eine Art Instagram oder Twitter, whatever, im eigenen Netzwerk mit ICE Connect. Dezentrales Proxy und Content Delivery Netzwerk IceNet, dezentrale Speicherung ICE Vault und dezentrale Datenbank ICE Query. Das ist so diese Features, die diese Plattform mit der App zusammen anbieten möchte. Also es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Dezentrale autonome Organisation, DAO habt ihr bestimmt aus dem Helium-Bereich schon irgendwo gehört. Ist alles mit dabei, 100% Open Source. Könnt euch das Ganze auf GitHub anschauen und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir mal auf diesen Teil, der relativ interessant ist für uns. Hier steht nochmal drin, wie es funktioniert, wie kann man ICE beitreten und so weiter. Wie gesagt, nutzt bitte unseren Link dazu. Wie wird ICE verdient? Hier steht das nochmal drin. Alle 24 Stunden einmal anmelden, Mining klicken. Mehr müsst ihr letztendlich nicht machen. Und es ist halt eben so, es gibt einen Bonus, wenn ihr jemanden dafür werbt, 25%. Hier gibt es aber auch Halvings. Das gucken wir uns jetzt auch gleich mal an. Die Halbierung, die haben hier relativ oft stattgefunden und finden auch noch statt. Ihr seht hier, aktuell ist es so, ihr bekommt 2 bis 2,5 Eis pro Stunde. Das heißt, ab 1. März sind es nur noch 1 Eis pro Stunde, ab 1. Juni nur noch 0,5 und am 1. September nur noch 0,25. Was ich jetzt auch nicht so als extrem empfinde, weil, und das finden wir richtig gut, ICE ist zum Beispiel gelistet auf einigen Exchanges. Wenn wir jetzt mal, also wir kriegen aktuell 2,5 ICE pro Stunde, wir rechnen einfach mal 2,5 mal 24 Stunden haben wir. Das heißt, 60 ICE machen wir am Tag und ja, ist jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man mal rechnet, es kostet alles nichts, der Kurs kann steigen. Man kriegt aktuell mit den 60 Eis, die man pro Tag bekommt, das sind umgerechnet 60 Cent. Wenn man jetzt zum Beispiel mal den Kurs von Gate.io nimmt, also wie gesagt, der Ice-Token ist handelbar, zum Beispiel bei Gate.io, da könnt ihr den gegen den USDT eintauschen, das geht alles. Da sind wir momentan bei 60 Cent am Tag, was ihr mit dieser App bekommt. Es ist auch nur eine App pro Mensch möglich, quasi durch Know Your Customer. Das heißt, die 60 Cent pro Tag bekommt ihr aktuell. Wenn natürlich der Eispreis noch steigt, dann bekommt ihr natürlich noch mehr. Und ja, 60 Cent hört sich jetzt am Tag auch nicht viel an, aber wir gehen jetzt mal von 60 Cent aus. Wir haben im Durchschnitt 30 Tage. Da sind wir bei, scheiße gerechnet jetzt. Wir haben 0,60 Euro mal die 30 Tage. Da haben wir 18 Euro jeden Monat, die ihr bekommt, wofür ihr nichts bezahlen müsst. Und mit ein bisschen Glück steigt der Preis auch natürlich noch nach oben. Ja, das ist immer so eine Geschichte mit solchen Apps, ne, ob es funktioniert. Also es funktioniert, bei uns läuft die App auch, ja, und wie das langfristig aussieht, wissen wir auch nicht. Ja, natürlich, Datenschutz ist immer so eine Sache, was ihr dementsprechend auch bedenken müsst, aber an und für sich, um ein paar Cent nebenbei zu verdienen mit dem Handy, ist das gar nicht mal so schlecht. Lohnt sich auf jeden Fall mehr, wie zum Beispiel Verus auf dem Handy laufen zu lassen oder XMRig oder irgendeine andere Mining-Software, die euch auch noch dementsprechend den Akku alles runterzieht und so weiter und so fort. Ja,
Lange Rede, kurzer Sinn. Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Der Invitation Code, also der Einladelink, ist CryptoStars. Versucht's euch, probiert's mal aus. Vielleicht ist es was für euch. Ja, und wenn das Ganze bei uns relativ gut läuft, machen wir dann nochmal ein Video drüber über diese ganze Geschichte. Ansonsten soll es das erstmal von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis die Tage. Bis später. Ciao.